Servus zusammen, heute geht es weiter mit den Einsteigervideos zu Infinity the Game von Corvus Belli. Und zwar, ich habe ja vor einer ganzen Weile, ich werde das hier jetzt auch irgendwo verlinken, ein Video gemacht zu den verschiedenen Starterboxen, die einem zur Verfügung stehen. Und heute werde ich mal das Material besprechen, das ihr so braucht, um mit Infinity einzusteigen. Und dann fange ich gleich mal an mit dem Produkt, das ihr am wenigsten kaufen müsst, das aber auch am teuersten ist. Und zwar das Regelbuch. Das ist die aktuelle Version Infinity N4. Bekommt ihr in einem Schubert zwei Bücher. Einmal das eigentliche Rulebook mit den Regeln selbst und dann eben das Corebook, das so gesehen nur Fluff enthält. Das ist etwas, das ihr braucht, um spielen zu können, um die Regeln zu bekommen. Aber ihr müsst das nicht physisch kaufen. Das kostet, glaube ich, irgendwo 60 €, sondern Corvus Belli bietet euch das Regelbuch kostenlos an. Das ist der komplette Regelinhalt, der auch hier im Buch abgedruckt ist. Nur fehlt eben der Fluff-Anteil, also das dickere Buch, dafür aber komplett kostenlos. Also für den Einstieg diese Sachen nicht kaufen. Das Regelbuch wirklich nur dann besorgen, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr wissen, ihr wollt mehr zum Hintergrund, ihr seid wirklich im Spiel drinnen und es interessiert euch mehr zu erfahren. Sonst nicht notwendig. Das war eben mal das Regelbuch. Würde ich nach wie vor empfehlen, eine der Anfängerboxen zu nehmen. Eben entweder hier so diese neuen Action Packs, die es jetzt gibt, die kosten ungefähr so um die 70 €. Nur diese Action Packs, da bekommt ihr eine ganze Reihe von Figuren, um mal anzufangen. Ist schon eine ganze Menge an Inhalt. Oder eben, wenn es nicht sein muss, für den Anfang könntet ihr auch mit weniger Figuren starten. In dem Fall eben die kleineren, sofern sie noch verfügbar sind, Starterboxen bzw. Sektorboxen, die ich dann eben in dem anderen Video, wenn es euch noch genauer interessiert, etwas mehr beschreibe. Aber nur zur Info, mit einer dieser fertigen Boxen würde ich anfangen und nicht unbedingt einzelne Blister kaufen. Aber auf alle Fälle Figuren braucht ihr auch noch, um Infinity spielen zu können. Dann, was noch wichtig ist und ebenfalls nicht zu kaufen ist, sind die Einheitenprofile. Dafür bietet uns Corvus Belli eine App an. Die könnt ihr auf Android auf jeden Fall, Apple vermutlich auch, weiß ich jetzt nicht, iOS, aber ich schätze schon mal, aber auf alle Fälle auf Android gibt es die App oder sonst als Web-App zur Verfügung. Dort könnt ihr euch die Profile ansehen für eure Einheiten und auch dort sind alle verfügbar, also auch für sämtliche Fraktionen. Ihr könnt dort eure Armeelisten zusammenstellen und seht gleich, ob das Ganze auch legal ist, ob ihr die Liste so spielen dürft. Das findet ihr, wie gesagt, alles entweder in dieser mobilen App oder über die Web-App. Werde ich unten auch nochmal verlinken, damit ihr auch diese Sachen gleich findet. Dort habt ihr, wie gesagt, die ganzen Profilwerte drinnen, um eure Einheiten eben zu verwenden im Spiel und ist komplett kostenlos. Da ist kein Abo oder irgendetwas nötig. Einfach runterladen und es kann losgehen. Dann natürlich ganz wichtig sind natürlich dann noch weitere Dinge wie eine Möglichkeit zu messen. Da habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Eben es wird generell das Spiel in Zoll gemessen, das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Es war früher und es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit in der mobilen App bzw. in der App selbst die Profilwerte auf Zentimeter umzustellen, aber eigentlich gemessen wird, könnte man sagen, in Zoll. Könnt ihr so eine Schablone eben dafür hernehmen oder ein ganz normales Zollmaßband, das wahrscheinlich jeder, der Tabletop spielt, ohnehin schon hat. Das braucht ihr. Dann, was noch ganz sinnvoll ist, kommt natürlich ein bisschen auf die Armee dann drauf an, sind dann solche größeren Schablonen in Bezug auf Rauch, um Rauch und ähnliche Effekte darzustellen. Ich habe mir hier eigene gekauft. Ich glaube, das war jetzt von Minecraft Studios, glaube ich, sind die.
ist nicht notwendig. Es gibt auch welche zum Runterladen, soweit ich noch weiß, auf der Webseite von Infinity. Also auch das einfach runterladen, kostenlos ausschneiden und ihr könnt schon loslegen. Und natürlich ganz wichtig sind die Würfel. Hier werden 20-seitige Würfel eben verwendet bei Infinity. Und da würde ich euch auch empfehlen, so 5 bis 6 Stück pro Seite zu haben. Ihr bekommt, wenn ihr euch die Starterboxen kauft, eben die größeren, die 2-Spieler-Boxen, insgesamt 6 Würfel, also 3 pro Seite. Das reicht für den Anfang. Ich würde aber auf jeden Fall darauf schauen, 5 Würfel mindestens zu haben, eventuell 6, damit genug Würfel vorhanden sind. Wie gesagt, 20-seitige Würfel, alles andere liegt an euch, ob ihr eigene nehmt für Infinity, die es auch gibt zu kaufen, oder irgendwelche 20-seitigen. Und dann, was noch ganz wichtig ist bei Infinity, sind dann eben diverse Marker, zum Beispiel Wundenanzeige oder Unconscious oder zum Beispiel Teamleader. Also da gibt es eine ganze Reihe von diesen Markern. Auch hier zum Beispiel die Order-Tokens, die sind ganz wichtig. Da solltet ihr auf alle Fälle schauen, dass ihr euch die besorgt. Entweder, so wie ich hier, ich habe hier die alten Acrylic aus der 3. Edition noch, mir damals gekauft. Da ist alles Mögliche drin, da ist sehr viel auch Auswahl. Müsst ihr auch schauen, was ihr da brauchen könnt. Auf alle Fälle notwendig, um anzuzeigen, sind die Order-Tokens. Ihr könnt da natürlich auch irgendwelche Marker nehmen, irgendwelche Spielsteine, um das anzuzeigen. Mit denen sieht es natürlich besser aus. Und es ist eben auch so, dass, wie wir das hier gesehen haben, das sind Pappmarker. Die sind in den Starterboxen dabei, also in diesen 2-Spieler-Starterboxen für ungefähr so 100, 110 Euro. Da bekommt ihr die von Corvus Belli schon mit. Und da ist grundsätzlich alles drinnen, was ihr benötigt, um mal ins Spiel loszulegen. Also ich spiele auch mit denen, ich kaufe mir jetzt auch keine extrigen, sondern alles, was ich hier als diese Papptoken habe, verwende ich auch. Da muss ich nichts Eigenes kaufen. Und dann, ja, und vielleicht was eventuell noch interessant sein könnte, wahrscheinlich fürs normale Spiel nicht so interessant. Also zumindest bei uns ist es so, wir sprechen uns vorher meistens ab bezüglich der Aktionen, die man machen möchte. Und damit steht recht schnell auch immer fest und ist klargestellt, ob man ein Modell sieht oder nicht, ohne dass man jetzt diese Silhouetten-Schablonen verwendet, diese Silhouettenmarker. Aber diese hier sind eben auch als Pappe, bekommt ihr ebenfalls entweder in den 2-Spieler-Starterboxen mitgeliefert oder sie sind, glaube ich, auch in den Geländesets von Infinity drinnen mit dem Pappgelände, bekommt ihr auch solche dazu. Wenn es notwendig ist, verwenden wir die. Wir haben auch noch ein Set mit den Acrylmarkern, die man extra kaufen kann. Sowas haben wir auch noch, ist aber grundsätzlich nicht notwendig und so häufig kommt es bei uns im Nicht-Turnierumfeld gar nicht vor, dass wir diese brauchen. Also für den Anfang nett, aber nicht unbedingt notwendig. Ja, und viel mehr ist es dann auch schon nicht. Also wie gesagt, das Regelbuch bekommt ihr kostenlos im Internet als PDF. Das müsst ihr euch nicht kaufen. Dann das Wichtigste natürlich ganz klar, die schönen Figuren von Infinity. Hier gibt verschiedene Möglichkeiten. Würde ich vorschlagen, entweder mit diesen neuen Action Packs eben anzufangen oder mit den um ca. den halben Preis den Starter Packs, wo ich glaube 6 Figuren drinnen sind. Dann noch ein paar der Marker bzw. ein Range Ruler, auf alle Fälle in Inch in irgendeiner Form, ob jetzt Maßband oder wie in diesem Fall eine Schablone sei jetzt dahingestellt, alles möglich. Eventuell noch Rauchmarker, sofern ihr habt, Einheiten, die das verwenden. Wenn nicht, auch nicht notwendig. Und es gibt die Marker auch zum Runterladen kostenlos bei Infinity selbst, bei Corvus Belli. Dann eben noch die verschiedenen Order-Tokens, die ihr braucht. Und wie gesagt, zum Schluss noch die mindestens 3, ich würde aber vorschlagen, doch 5 bis 6 20-seitigen Würfel. Und das war's dann schon. Damit seid ihr dann schon fertig aufgestellt für Infinity. Wenn wir mal nur von den Figuren ausgehen, wenn wir sagen, okay, Maßband hat jeder, Würfel 20-seitige vielleicht auch. Das Regelbuch gibt es kostenlos. Die Schablonen gibt es auch in irgendeiner Art und Weise zum Download. Dann seid ihr mit, ich sag mal, 35 bis 70 Euro schon dabei.
und ihr könnt mit Infinity starten, habt nur Geld ausgeben müssen für die Figuren und das war's dann auch schon. Also ich hoffe, dem einen oder anderen hat das jetzt geholfen, der vielleicht überlegt, mit Infinity anzufangen. Ja, das Spielsystem ist komplex, aber es ist nicht so schwer einzusteigen und anzufangen und bei weitem nicht so teuer als andere Spielsysteme. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur die ersten Figuren euch wirklich kaufen. Alles andere gibt es ziemlich alles kostenlos zur Verfügung. Und ja, daher hätte ich gesagt, kauft euch die ersten Figuren, die euch gefallen und dann legt einfach mal los, schaut euch das Spielsystem an und von dort macht dann weiter. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich freue mich auf das nächste Video. Mal schauen, was da dann als nächstes kommt, was ich machen werde. Falls du das Video jetzt bis zum Schluss angesehen hast und dir gefallen hat, dann überleg dir bitte, den Kanal zu abonnieren, vielleicht auch ein Like beim Video dazulassen. Auch immer gern gesehen sind natürlich Kommentare, damit wir ein bisschen diskutieren können. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht sagt, die sind essentiell, um mit Infinity anzufangen? Und ich schätze, in einem weiteren Video werde ich dann mal darauf eingehen, welche Einheiten man vielleicht sich am Anfang so kaufen sollte. So im Allgemeinen jetzt nicht speziell auf eine Armee bezogen, sondern was man so allgemein alles an Truppentypen vielleicht haben sollte, wenn man mit Infinity anfängt. Also bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao!